Sie wird im Herzen des Kaiserreichs geboren, im Marmorpalais in Potsdam. Ihr Vater, der deutsche Kaiser. Ihre Familie, eine der mächtigsten in Europa. Und sie ist die einzige, das einzige Mädchen unter 6 Brüdern, die Tochter von Wilhelm II. Nach außen wirkt alles perfekt. Glanz, Disziplin, Reichtum, eine Prinzessin im Zentrum der Macht. Doch ihr Leben gehört ihr nicht. Gouvernanten, strenge Regeln, keine Freiheit, jeder Schritt wird beobachtet, jeder Auftritt geplant. Und mitten in diesem goldenen Käfig wächst ein stiller Wunsch. Sie will kein Mädchen sein, sie will frei sein. Später wird sie sagen, ich war der Liebling unserer Familie, und doch wollte ich immer ein Junge sein. Vielleicht trägt sie genau deshalb Uniform, die Uniform der Leibhusaren, selten, aber jedes Mal mit Stolz. Eine Kindheit voller Privilegien und gleichzeitig ein Leben, das nie wirklich ihr eigenes war. Das ist die Geschichte von Viktoria Luise von Preußen. Sie wächst in Preußen auf, ein Land aus Uniformen, Befehlen, Strenge. Und sie steht mittendrin als einzige Tochter. 1910 geht ihr Vater sogar noch weiter. Er macht sie zur Regimentschefin mit nur 18 Jahren. Eine große Ehre, ein Titel, den auch ihre Mutter und ihre Schwägerin tragen. Und plötzlich ist sie überall zu sehen. Auf Postkarten, bei Paraden, vor Soldaten. Sie sitzt stundenlang im Sattel, aufrecht, diszipliniert, als Teil dieser Welt. Doch es gibt noch eine andere Seite von ihr. Sie greift zur Kamera, nicht für Inszenierungen, nicht für offizielle Bilder, sondern für das, was sonst niemand sieht. Momente hinter den Kulissen. Sie hält fest, was der Hof eigentlich verbirgt. Und später schreibt sie darüber, veröffentlicht Bücher, erzählt ihre eigene Geschichte. Mai 1912. Ein Unfall. Prinz Georg Wilhelm stirbt. Ein junger Mann, sein Bruder, kommt nach Potsdam. Ein Pflicht- und Dankesbesuch. Sein Name Ernst August, Herzog von Braunschweig-Lüneburg. Und mit ihm beginnt ein neues Kapitel. Doch ihre Nähe ist ein Problem. Nicht wegen ihnen, sondern wegen ihrer Namen. Preußen und Hannover. Seit 1866 Gegner. Im Krieg, im Streit, im Bruch. Und plötzlich stehen sie füreinander. Eine Beziehung, die es eigentlich nicht geben darf. Eine Annäherung wird schwierig, zögernd, beobachtet. Doch hinter den Kulissen wird verhandelt. Nur wenige Wochen später folgt die Hochzeit. Am 24. Mai 1913 in Berlin. Ein Ereignis von historischer Größe. Es ist das letzte Mal, dass sich Europas Herrscher versammeln. Der Zar von Russland, der König von England und Vertreter fast aller Königshäuser. Ein letztes großes Fest. Noch einmal steht alles im Glanz. Noch einmal scheint alles unerschütterlich. Wenige Monate später beginnt der Erste Weltkrieg. Und nichts wird je wieder so sein wie zuvor. Die Hochzeit ist vorbei und mit ihr beginnt ein neues Leben. Es gibt Geschenke aus dem Volk, so viele, dass mehrere Möbelwagen nötig sind, um sie zu transportieren. Eine kurze Reise nach Berchtesgaden, dann folgt der Alltag. 3. November 1913. Ernst August, Herzog von Braunschweig-Lüneburg, tritt die Regierung an und Viktoria Luise zieht mit ihm in das Residenzschloss. Ein
neues Kapitel zwischen Pflicht und Repräsentation. Dann kommt das erste Kind. Am 18. März 1914. Ein Sohn. Weitere Folgen. 3 Söhne und eine Tochter. Friederike. Sie wird später Königin, nicht hier, sondern in Griechenland. Sie wird mit Paul I. verheiratet. Aus dieser Familie wächst eine neue Linie Europas. Sie steht auf dem Höhepunkt ihres Lebens, hat Macht, Einfluss, eine klare Rolle. Doch dann kommt der Krieg. Im Sommer 1914 geht ihr Mann an die Front und sie bleibt zurück. Plötzlich trägt sie Verantwortung als Regentin. Sie organisiert und entscheidet und verwandelt Teile des Schlosses in ein Lazarett. Noch funktioniert alles, noch steht die Welt. 1918, der Krieg ist verloren und mit ihm verschwindet ihre Welt. Das Kaiserreich endet, die Monarchie fällt, ihr Mann dankt ab. Von einem Tag auf den anderen ist alles anders. Kein Hof, kein Titel, keine Zukunft. Die Familie flieht nach Gmunden in Österreich. Aus dem glanzvollen Leben im Kaiserreich wird ein Dasein im Exil. Jahre später kehren sie zurück nach Blankenburg im Harz, ein Rest von dem, was geblieben ist. Doch es ist nicht mehr dasselbe. Die Welt hat sich verändert und sie muss sich neu erfinden. Und inmitten all dessen findet sie eine neue Aufgabe. Sie hilft, organisiert, unterstützt. Sie kümmert sich um Kinder, die selbst nichts haben und gründet die Niedersächsische Kinderfreiplatzspende, die auch den ärmeren Arbeiterkindern Ferienreisen ermöglichen soll. Und dann folgt ein weiterer Schicksalsschlag. 30. Januar 1953. Ihr Mann stirbt, Ernst August. Viktoria Luise ist 60 Jahre alt und wieder steht sie allein da. Hinter ihr liegt alles: das Kaiserreich, der Krieg, der Verlust eines glanzvollen Lebens und nun auch der Verlust ihres Ehepartners. Doch damit ist es nicht vorbei. Nach dem Tod ihres Mannes zerbricht auch ein Teil ihrer Familie, ein Konflikt mit ihrem eigenen Sohn, Ernst August. Und wieder zieht sie weiter. Sie verlässt ihr Zuhause und beginnt noch einmal neu. Diesmal im ehemaligen Kloster Riddagshausen bei Braunschweig. Zu ihrer Familie in Preußen bleibt der Kontakt eng, besonders zu ihrem Neffen Louis Ferdinand. Ihr Verhältnis bleibt warm, vertraut und während vieles zerbricht, findet sie etwas Neues: ihre eigene Stimme. Sie schreibt, erinnert sich und plötzlich wird ihre Geschichte gelesen. In den 60er Jahren erscheinen ihre Bücher, Bildbände, Erinnerungen. Diese werden ein großer Erfolg. Zehntausende lesen über ihr Leben. Sie reist durchs Land, gibt Autogramme, fast wie ein Star. Und auch im Alltag bleibt sie präsent. Sie läuft durch die Wälder, hält sich fit, ist ansprechbar für jeden. Ihre Geburtstage werden zu offenen Tagen. Eine ehemalige Kaisertochter und doch eine Frau, die mitten unter den Menschen lebt. Sie hat alles gesehen: Glanz, Krieg und Verlust und überlebt ein ganzes Jahrhundert. Auch im Alter bleibt etwas von ihr, etwas ganz Alltägliches und doch ein Spiegel ihres ganzen Lebens. Ihre Handtasche, schwarzes Leder mit Messingbeschlag, unscheinbar und gleichzeitig ein kleines Zeitdokument. Darin liegt ihr Alltag, ein Portemonnaie, zerknitterte Papiertaschentücher, ein ärztliches Schreiben, sogar Würfelzucker und ihre Ausweise. Doch daneben zeigt sich eine andere Seite:
Haarnetze, Lippenstift, Puderdose, ein kleiner Spiegel und ein Flakon Chanel Nummer 5. Pflege, Eleganz, ein letzter Rest vom Hof. Und doch findet sich auch etwas anderes. Eine zerbrochene Brille, nicht ersetzt, ein Zeichen von Sparsamkeit, wie ein Rest aus einer anderen Welt. Auch ihre Kontakte bleiben, ein Faltblatt, eine Visitenkarte. Menschen waren ihr wichtig und vielleicht trägt sie all das noch immer in sich. Disziplin, Zurückhaltung, Züge einer Welt, die längst vergangen ist. Dezember 1980. Victoria Luise stirbt mit 88 Jahren. Ein Leben endet, das ein ganzes Jahrhundert umspannt. Sie hat alles erlebt, das Kaiserreich, den Zusammenbruch, ein neues Deutschland. Und nun nimmt sie Abschied. Zehntausende kommen, über 10.000 Menschen zum Braunschweiger Dom. Weitere verharren draußen, im Schneegestöber, im kalten Winter. Sie begleiten sie ein letztes Mal zur letzten Ruhe im Mausoleum des Hauses Hannover. Doch selbst danach ist es noch nicht vorbei. Weniger als 2 Monate später stirbt auch ihre Tochter, Friederike, die Königin von Griechenland. Als würde sich ein Kreis schließen, 2 Generationen, 2 Leben und ein Kapitel Europas endet endgültig. Victoria Luise war mehr als nur eine Kaisertochter, sie war eine Frau, die alles erlebt hat. 1913, ein letzter Tanz, Könige, Zaren, Europa im Glanz, dann der Bruch. 1918, die Krone fällt, Exil, Verlust, ein neues Leben. (1945) noch einmal Flucht, noch einmal eine verlorene Heimat. 1953 der nächste Verlust. Und wieder beginnt sie neu in Braunschweig, nicht mehr im Zentrum der Macht, sondern mitten unter den Menschen. Eine Frau, die vom Glanz des Kaiserreichs bis in eine neue Welt lebt, Victoria Luise von Preußen. Ein Leben zwischen Krone und Verlust. Und vielleicht war sie am Ende freier als je zuvor, weil sie alles verloren hatte, was sie einst gefangen hielt.